Die Evonik verändert sich ständig. Mit diesem großartigen Chemieunternehmen haben wir natürlich auch ganz tolle Menschen in den Corporate-Funktionen und ich freue mich total darauf, jetzt das Finanzressort leiten zu dürfen. Das war Maike Schuh. Sie ist die neue Finanzvorständin von Evonik und wir hatten jetzt die Chance, sie einen Tag lang zu begleiten. Frau Schuh, wie haben Sie sich denn gefühlt, als Sie erfahren haben, dass Sie neue Finanzchefin von Evonik sind? Ich habe auf der einen Seite mich natürlich sehr darüber gefreut und auf der anderen Seite habe ich aber auch wirklich und habe das auch immer noch großen Respekt vor der Aufgabe. Ich komme ja jetzt aus der Divisionsleitung in die Finanzfunktion hinein und hatte da das Glück und die Möglichkeit, sehr tief auch in die Produktion hinein schnuppern zu können. Jeder Einzelne hier will eine Evonik besser machen. Sie sprechen ja mit ganz viel Leidenschaft von Ihrem Job. Das finde ich ganz toll. Während ja Finanzen für viele Menschen erstmal was ganz Trockenes sind. Woher kommt denn so Ihre Leidenschaft dafür? Es ist nicht trocken. Finanzen ist nicht trocken. Wenn Sie Finanzen richtig verstehen, dann sind das ja nicht nur irgendwelche Zahlen, sondern hinter allen Zahlen stehen Prozesse und stehen Wachstumschancen eines Bereichs, eines Produktes. Und von daher sitzen wir in den Finanzen tatsächlich richtig am Schalthebel, an den Schaltknüppeln. Das Schöne ist ja, dass ich diese ganz unterschiedlichen Blickwinkel hatte. Ich war 4 Jahre lang in New York. Ich habe bei einer Beratungsgesellschaft angefangen, Steuerrecht zu machen. Ich habe jetzt das operative Geschäft einer Evonik kennengelernt. Und das alles zusammen gibt mir ja einen relativ breiten Blickwinkel auf das Unternehmen. Und ich glaube, das hilft. Was nimmt man denn so mit, wenn man lange in New York, also in einer wirklich extrem lebendigen Stadt gelebt hat? Also ich muss sagen, New York war großartig. Total lebhafte Stadt und ein absoluter Schmelztiegel. Ich hatte damals 50 Mitarbeiter und ich habe irgendwann mal die Nationen gezählt. Das waren 25 Nationen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und es war normal. Es hat keiner gefragt, where are you from? Jeder war anders und dieses Anderssein zuzulassen, großartig. Und das machen die New Yorker schon ziemlich gut. Warum sind Sie überhaupt zurückgekommen? Wegen meines Mannes. Irgendwann war mir das Pendeln einfach leid. Und von daher bin ich dann irgendwann zurückgegangen und es hat sich gelohnt. Das ist schön, das ist gut, dass Sie das sagen. Sie leben jetzt gemeinsam mit Ihrer Familie in Krefeld. Welchen Stellenwert hat Familie in Ihrem Leben? Den höchsten. Meine Familie zeigt mir immer wieder, was wirklich wichtig ist. Und wir haben einen Hund und mit dem mache ich lange Spaziergänge und der hilft natürlich auch. Frau Schuh, herzlichen Dank, dass Sie sich ausgerechnet in diesen ganzen stressigen Tagen so viel Zeit für uns genommen haben. Und wir wünschen Ihnen ganz viel Erfolg und alles Gute für die neue Position. Vielen Dank, Frau Albach, und bis zum nächsten Mal. Evonik, leading beyond chemistry.